Er hat einen fremden Kühlschrank geöffnet, und das hätte er nicht tun sollen. Es war eine kalte Nacht. Ein Mann lief allein durch die Stadt. Er war müde und verloren. Sein Handy war aus. Kein Akku, kein Licht. Er wusste nicht, wo er ist. Dann sah er eine Tür. Die Tür war ein bisschen offen. Er blieb stehen und dachte nach. Soll ich klopfen? Keine Antwort. Es war still. Er ging langsam hinein. Die Wohnung war alt und ruhig. Niemand war zu sehen. Er ging in die Küche. Dort stand ein Kühlschrank. Er öffnete ihn langsam. Da war nicht viel drin. Brot, Käse und Medikamente. Der Mann war überrascht. Plötzlich hörte er eine Stimme. Ich habe niemanden. Er drehte sich um. Eine alte Frau stand hinter ihm. Sie sah ihn ruhig an. Ich wollte nichts nehmen, sagte er. Die Frau lächelte leicht. Ich weiß, sagte sie. Sie setzten sich zusammen. Sie tranken Tee. Sie redeten lange. Der Mann erzählte seine Geschichte. Die Frau erzählte ihre auch. Sie war oft allein. Diese Nacht war anders. Die Wohnung war warm, nicht mehr leer. Bevor er ging, sagte er, ich komme morgen wieder. Und am nächsten Tag kam er zurück. Manchmal verlierst du den Weg, um jemanden zu finden. Er hat einen fremden Kühlschrank geöffnet, und das hätte er nicht tun sollen. Es war eine kalte Nacht. Ein Mann lief allein durch die Stadt. Er war müde und verloren. Sein Handy war aus. Kein Akku, kein Licht. Er wusste nicht, wo er ist. Dann sah er eine Tür. Die Tür war ein bisschen offen. Er blieb stehen und dachte nach. Soll ich klopfen? Keine Antwort. Es war still. Er ging langsam hinein. Die Wohnung war alt und ruhig. Niemand war zu sehen. Er ging in die Küche. Dort stand ein Kühlschrank. Er öffnete ihn langsam. Da war nicht viel drin. Brot, Käse und Medikamente. Der Mann war überrascht. Plötzlich hörte er eine Stimme. Ich habe niemanden. Er drehte sich um. Eine alte Frau stand hinter ihm. Sie sah ihn ruhig an. Ich wollte nichts nehmen, sagte er. Die Frau lächelte leicht. Ich weiß, sagte sie. Sie setzten sich zusammen. Sie tranken Tee. Sie redeten lange. Der Mann erzählte seine Geschichte. Die Frau erzählte ihre auch. Sie war oft allein. Diese Nacht war anders. Die Wohnung war warm, nicht mehr leer. Bevor er ging, sagte er, ich komme morgen wieder. Und am nächsten Tag kam er zurück. Manchmal verlierst du den Weg, um jemanden zu finden. Er hat einen fremden Kühlschrank geöffnet, und das hätte er nicht tun sollen. Es war eine kalte Nacht. Ein Mann lief allein durch die Stadt. Er war müde und verloren. Sein Handy war aus. Kein Akku, kein Licht. Er wusste nicht, wo er ist. Dann sah er eine Tür.
Die Tür war ein bisschen offen. Er blieb stehen und dachte nach. Soll ich klopfen? Keine Antwort. Es war still. Er ging langsam hinein. Die Wohnung war alt und ruhig. Niemand war zu sehen. Er ging in die Küche. Dort stand ein Kühlschrank. Er öffnete ihn langsam. Da war nicht viel drin. Brot, Käse und Medikamente. Der Mann war überrascht. Plötzlich hörte er eine Stimme. »Ich habe niemanden.« Er drehte sich um. Eine alte Frau stand hinter ihm. Sie sah ihn ruhig an. »Ich wollte nichts nehmen«, sagte er. Die Frau lächelte leicht. »Ich weiß«, sagte sie. Sie setzten sich zusammen. Sie tranken Tee. Sie redeten lange. Der Mann erzählte seine Geschichte. Die Frau erzählte ihre auch. Sie war oft allein. Diese Nacht war anders. Die Wohnung war warm, nicht mehr leer. Bevor er ging, sagte er, »Ich komme morgen wieder.« Und am nächsten Tag kam er zurück. Manchmal verlierst du den Weg, um jemanden zu finden.